Hey Leute, wir grüßen euch aus dem Werdemusikerstudio in Hollywood. Jawohl, genau. Und wir möchten euch in diesem Video ein bisschen was dazu erzählen, warum wir zusätzlich zu unserem Studio in Köln, wo wir natürlich auch weiter produzieren und Musik machen, wie ihr es kennt von unseren Channels, warum wir hier sind. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema Inspiration und Umfeld, würde ich sagen. Also genau, ganz wichtige Sache. Im ersten Video haben wir über die Akustik im Studio gesprochen. Jetzt sprechen wir ein bisschen über eigentlich das wichtigste Thema, würde ich sagen. Also bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Und es gibt noch andere Videos zum Thema Technik. Es ist sehr, sehr spannend. Also, und keine Sorge, es gibt natürlich auch Tutorials nach wie vor auf den Channels. Genau. Und das wird auch der Main-Inhalt bleiben. Aber eigentlich Umfeld ist schon eine ganz interessante Sache, was du gesagt hast. Guck mal, wir waren jetzt, also ist jetzt gerade relativ spät am Abend, ist jetzt noch nicht mitten in der Nacht, aber es ist relativ spät am Abend. Und heute haben wir bestimmt schon einige Leute kennengelernt, da waren wir in der Eisdiele ein Eis essen. Und das erste Gespräch war mit einem Typen, der bei MTV eine Show hatte oder sowas. Ne? Direkt davor waren zwei Mitarbeiter von Snapchat, die direkt hier ihr Office hatten, die Filter für Snapchat programmieren. Die kamen ins Gespräch, wir standen dahinter und plötzlich kamen wir alle ins Gespräch. Und ja, was ist das jetzt so besonders, wobei die über Snapchat arbeiten? Ja, wir unabhängig von Musik sind, egal ob Snapchat, Musik oder auch, sag ich mal, auch mal Musiker, die hier noch rumstiefeln, das sind einfach kreative Leute, die an neuem Kram arbeiten, den es so in der Welt gibt. Und das ist hier so ein bisschen so die Quelle auch, ne? Hat man so das Gefühl. Definitiv. Hier sprudelt viel rüber dann auch nach Deutschland, Europa, überall in die Welt hin. Ja. Und das ist einfach cool, die Leute dabei nur zu beobachten und zu gucken, ne? Wenn man hier durch die Fußgängerzone geht, hier sind unfassbar viele supergeile Straßenmusiker. Das ist der absolute Hammer. Hier spielen Leute wirklich, da sitzt einer, der trommelt sich die Seele aus dem Leib und du stehst einfach nur und denkst dir, wow, was ist das? Pianospieler, das sind auch teilweise, wo man sich dann die Frage stellt, ja, der lebt auch auf der Straße. Ne? Also das sind Straßenmusiker im wahrsten Sinne des Wortes und das ist einfach krass. Hier sind so viele Gegensätze zu sehen. Das ist auf jede Art irgendwie inspirierend, also beeindruckend. Die hohe Konzentration aus Leuten aus dem Showgeschäft oder überhaupt Künstler, die ist einfach enorm. Hier sind so viele, ich mag das Wort Talent zwar nicht, aber was beschreibt es jetzt am besten, so viele Talente einfach. Doch, super. Die unglaubliche Tänzer, Sänger und es ist einfach nochmal eine krasse Quelle an Inspiration. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Ja. Und das nicht zu unterschätzen ist. Ne? Definitiv. Und man hat das Gefühl, absolut gar nichts jetzt gegen Köln, unsere schöne Heimat oder so. Aber die Leute quatschen sich so gegenseitig auch an. Wenn du dann mit einer Gitarre um die Schulter unterwegs bist, wirst du anquatschen, hey, bist du ein Musiker? Ja, cool, ich mache das. Und so kommst du super easy ins Gespräch, finde ich häufig, mit Leuten. Und die sind, finde ich, häufig sehr, die sind sehr kontaktfreudig, würde ich es mal nennen. Ich glaube übrigens, jetzt gerade, wenn wir jetzt hier eine Zeit lang waren, dann nach Köln kommt, dass auch dort eine neue Inspiration wiederkommt. Nur so ganz nebenbei, ne? Definitiv. Ich glaube, es ist auch für uns oder für mich, ich kann da jetzt ja erstmal für mich sprechen, ich denke, ich spreche auch für dich, wenn man mal so sein Süppchen verlässt und mal von außen mal was anderes sich anguckt und dann mal wieder zurückkommt, dann hat man wieder einen anderen Blick auf das, was man die ganze Zeit so tut. Ne? Wir haben heute Mittag noch darüber gesprochen. Ne? Der Blick, nämlich so im Alltag, ist dann so im Hamsterrad drin. Jetzt kommt es dazu, so als Musiker, es ist jetzt eigentlich nicht so, dass wir mal irgendwie uns im Sommer den Jahresurlaub nehmen oder so. Ne? Also als Freiberufler, in gewisser Weise sind wir selbstständig. Eigentlich so richtig Urlaub machen wir jetzt nicht. Oder sage ich bei dir was Falsches? Naja, ich sag mal, zumindest ist das nicht so in der Taktung, wie das vielleicht bei vielen ist. Ich denke, wir machen jetzt keinen klassischen Urlaub. Also, also zumindest man besucht einfach wieder neue Plätze, an denen man vielleicht auch mal eine Runde sich ausruht und so.
aber wir sind eigentlich viel auf Achse und ständig ob Jück, wie der Kölner sagt. Und ich finde, Pausen sind auch total wichtig und auch mal Abstand zu gewinnen. Und das muss aber jetzt nicht nur der Füße hoch 6 Wochen im Strandliege Urlaub sein. Ich finde es immer spannend, dann was zu erleben. Das ist es und das halt. ist hier halt und total krass. Letztendlich auch zum Beispiel, wenn wir jetzt, gehen wir mal so vom klassischen Urlaub aus, irgendwie Mallorca, Strand, Füße hoch, automatisch kommen wir da wieder dann neue Ideen, Inspiration und sowas. Definitiv. Und das ist es eigentlich auch hier. Also wir machen hier gerade sehr viel, wir sind sehr viel unterwegs. Übrigens, wir werden euch auch, ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch schaffen, jetzt hier in der Zeit noch mehr mitnehmen, dass ihr auch mehr das seht. Gerade erzählen wir ein bisschen davon, von den ganzen Künstlern, von Inspirationen, was hier abgeht. Wir versuchen euch da noch ein bisschen was zu zeigen. Habt ihr vielleicht auch schon in einigen Videos gesehen, in den allerersten Videos zum Beispiel habe ich so ein paar kurze Eindrücke gemacht, wo man so ein paar Leute auf der Straße tanzen sieht und sowas. Also wissen wir jetzt noch nicht, inwiefern wir da jetzt noch viel aufnehmen können, weil einfach genügend zu tun ist. Aber das nur ganz nebenbei, das ich denke, ist auch mal wichtig, dass ihr das auch noch ein bisschen mehr mitbekommt. Aber was ich sagen wollte, also ist die Sache, dass wir natürlich viel, also gerade hier viel machen, aber trotzdem durch die Abwechslung zu Köln und durch die ganze Inspiration des Umfeldes, ist einfach, was ist drin, so ein Vibe, so ein ganz lockerer Vibe. Ganz lockerer Vibe. Und hier ist es halt extrem. Ja. Man wird unglaublich viel, so gereizt. Ne? Man kriegt unglaublich viele Eindrücke vermittelt. Ein krasses Gegenbeispiel haben wir auch heute drüber gesprochen. Man kann auch mal 2 Wochen in den Schwarzwald fahren und irgendwie sich die Berge angucken. Das ist auch super. Und da läuft bei mir aber dann auch ganz schnell so, da kommen Songideen plötzlich. Wenn der Kopf plötzlich anders gereizt wird, dann entstehen immer wieder neue Sachen. Ich glaube, das ist bei jedem so. Wenn du irgendwo hinkommst, hast einen neuen Eindruck und den verarbeitest du dann. Und das ist das, was wir hier letztlich suchen. Das ist hier sehr gebündelt zum Thema, also eben Showbusiness genannt oder Musikbusiness. Die Grammys waren jetzt hier, wir haben erstmal überhaupt nicht gerafft, wie funktioniert dieses System eigentlich. Warum hat mal jetzt einer so viele Grammys gewonnen, der noch nicht mal bei einem Plattenlabel ist? Ich sage euch ehrlich, ich war bisher ein Gegner von den Grammys, weil ich dachte, okay, das ist einfach nur Show und da geht es irgendwie darum, dass er einen Preis verliehen bekommt, damit die Gagen von ihm steigen und so. Was haben wir heute ganz nebenbei erfahren? Wie funktioniert's? Ja, man muss da irgendwie Mitglied werden in so einem Verein und dann... und jeder, der Mitglied ist? Stimmt ab quasi. Jeder kann ein Mitglied werden. Und es sind halt tatsächlich gute Musiker, die da Mitglied sind. Ne? Genau, die stimmen im Prinzip. So ist das so eine automatische Fachjury, wenn du so willst. Ob die immer so kompetent sind, sei dahingestellt. Ja, also zum Beispiel, wir haben das vom Gesangslehrer von Justin Timberlake wirklich heute ganz zufällig erfahren. Und er hat auch gesagt, er hat mitgewählt. Und er hat auch die gewählt, die gewonnen haben. Also ist es doch... doch ein bisschen mehr dahinter als einfach nur Show, genau, zumindest demokratisch, und es scheinen ganz viele Musiker dort Mitglied zu sein oder aus dem Showgeschäft, die dann dort wählen. Ja, das fand ich zumindest auch sehr interessant, das auch nochmal das Showgeschäft, das Musikgeschäft noch besser kennenzulernen. Ja, und auch zu verstehen. Ja, wir kennen es aus Deutschland so oder aus Köln, eigentlich schon sehr gut, so wie da alles funktioniert. Natürlich so in Köln sind auch in Hürth so Fernsehsender und sowas natürlich angesiedelt, automatisch in dem Geschäft bekommt man automatisch mehr mit, und hier bekommt man halt dieses Weltgeschehen auch mal mehr mit, ne? Weil hier halt diese Sachen sind wie Grammys. Was war letztens noch? Super Bowl war letztens. Ja, Super Bowl der war irgendwo anders zwar, aber hier passiert einfach unglaublich viel, auch in den Medien, und ich glaube, da spreche ich auch für dich, hier kommen einfach aus dieser Gegend unglaublich viele bekannte Musiker, die wir selber cool finden, müssen ja auch gar nicht mehr, ne? Hier kamen aus diesen Szenen hier, gerade in Los Angeles, Kalifornien, kommt unglaublich viele Musik her, die wir lieben, angefangen bei Klassikern Hotel California bis hin zu, ich weiß nicht, über Metallica oder hier, du hast neulich auch noch gesprochen von einem Musiker, der hier aus der Stadt kommt, den du auch sehr abfeierst. Ich bin mir doch nicht sicher. Auf jeden Fall, es gibt also auf jeden Fall sehr viel. Ja, es ist... Guck mal, hier vorne direkt um die Ecke wurde dieses
in der letzten Zeit ein mega stark aufgerufene Video von den Chainsmokers, dieses Closer, produziert. Also nicht nur der Song, auch der Typ. Übrigens ganz witzig, der macht das ganz minimalistisch mit einer Drohne und einer kleinen Kamera. Von denen hast du, das meinst du? Von den Chainsmokers? Von den Chainsmokers hast du erzählt, ja, aber genau, hier so gefilmt haben mit der Landschaft. Ja, genau. Ist auch ein Punkt, die Landschaft. Über 1 Milliarde Aufrufe das Video, ne? Ja, genau. Ja, Landschaft und vielleicht das, die Frage ist, wieso sind alle Leute hier? Also definitiv natürlich, wo die Konzentration ist, ne? Also wo einfach viele Leute aus dem Showgeschäft sind, da ist natürlich sinnvoller auch dorthin zu gehen, ganz einfach mehrere Leute zusammen oder im Team kann man einfach bessere Sachen schaffen als alleine. Ne? Wir können uns natürlich jetzt irgendwie ganz allein in der Eifel verstecken, was auch was Gutes hat, aber trotzdem ist natürlich auch Teamarbeit auch sinnvoll, ne? So eine Mischung aus beiden. Deswegen fahren wir auch mal in die Eifel. Genau, ja, in die Eifel. Du sagst immer Kerpen. Ja, Kerpen, Niederwohlheim. Genau, Niederwohlheim. Da habe ich noch nie von gehört. Das soll angeblich bei uns um die Ecke irgendwo sein. Kerpen Niederwohlheim ist definitiv ein Besuch wert. Dorfstraße 5, so viel kann ich sagen. Der ist wirklich ein Besuch wert. Jetzt googeln alle. Guck mal, das ist die eine Sache natürlich, wo viele Leute sind, aber was bestimmt auch sehr viele Leute anzieht, guck mal, wir haben gerade Februar, wie viel Grad waren es heute? 24, 23? 24 oder so, genau. Also, strahlend blauer Himmel. Deswegen. Genau, es war hier, wir laufen den ganzen Tag mit kurzer Hose rum. Ich bin übrigens jetzt, ich überlege schon übrigens gerade, ob ich nicht meinen Job als Musiker an den Nagel hänge und Retter. Mit so einer roten Boje, so ich wollte so Lebensretter am Meer werden mit einer roten Boje. David Hasselhoff-Style. Brauchst noch so eine geile Jacke und so eine Boje. Hier ist es jetzt nie richtig viel zu heiß, aber hier ist es auch nie richtig kalt, sondern immer so sehr, sehr chillig, kann man sagen. Ne? So ja, 20 Grad. Abends schon frisch, aber so tagsüber ist es hier einfach sehr positiv. Der Himmel ist blau. Sehr positive Stimmung, die durchs Wetter erzeugt wird. Und ihr kennt das, wenn das Wetter schön ist alles entspannt, in Deutschland auch, überall eigentlich. Der Straßenverkehr ist entspannter, die Leute sind besser gelaunt, grüßen einen mehr. Ich will mich da gar nicht mit rausnehmen, also es hat eine Auswirkung aufs Leben, einfach wie ob jetzt 3 Monate oder ein Monat alles grau war oder alles mit blauem Himmel quasi ist. Ne? Ja, da reicht so ein kleiner Abstecher schon. Also ist bestimmt auch ein wichtiger Punkt, wieso viele hier sind, nämlich Wohlbefinden. Wenn man sich gut fühlt, kann man einfach gute Sachen produzieren. Denke ich auch. Ja, also eigentlich so haben wir schon mal 2 Faktoren jetzt besprochen. Im ersten Video hat man so ein bisschen die Akustik, auch was wir in Studios schon so ein bisschen mitgenommen haben. Wir haben Studios ja ausgecheckt, mit denen wir eventuell zusammenarbeiten können, damit wir im Werdemusikerstudio jetzt nicht noch anbauen müssen. Ja, aber wir haben auch ein Video produziert, ne? Und das ist, um dir einfach mal einen Eindruck zu geben, was wir hier gemacht haben. Wir haben nicht dann nicht hier drin produziert, sondern auf dem, Balkon, kann man es nennen. Haben wir einfach die Kamera hingepackt und da gespielt. Da klang es irgendwie cool. Ja. Und weißt du, das ist dann auch ein cooler Moment. Da sind Straßengeräusche drauf, es war live, man hört die Autos draußen vorbeifahren. Zieh dir das auf jeden Fall mal rein, das haben wir auch in die Videobeschreibung gepackt oder verlinken das hier gerade irgendwo. Wir haben so ein kleines Making-of dazu gedreht, vielleicht habt ihr das auch schon gesehen, und halt das Musikvideo selbst mit der Improvisation, das haben wir wirklich mega kurz, spontan aufgenommen, kurzfristig spontan. Hat aber Bock gemacht. Zu dieser Ed Sheeran-Nummer, ne? Genau. Also das ist auch sowas, das ist schon passiert, weil wir hier waren. Wir hatten irgendwie, es war so abends irgendwie so und hatten irgendwie Bock noch was aufzunehmen, haben gesagt, welchen Song machen wir, lass den mal raushauen. Ja, kurz die Sache ausgecheckt, wie es geht. Und 2 Sachen, die Akustik war sehr interessant auf der Terrasse, das haben wir da zufällig entdeckt. Und die Atmosphäre war natürlich mega angenehm. Ja. Und ja, also, wenn dir das Video gefällt, lasst dann natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da. Und in den Kommentaren schreibt da rein. Sowieso, jederzeit. Wie euch das hier gefallen hat, was ihr vielleicht in Zukunft sehen wollt, ob es noch Fragen gibt zu dieser ganzen Thematik. Wir freuen uns sehr da auf Rückmeldungen. Genau. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Teil. Ciao. Ciao.